Hallo ihr Lieben, heute gibt es das Johannisbeerkuchenrezept, das ihr euch so sehr gewünscht habt. Mit knusprigem Boden, einer richtig cremigen Käsekuchenpuddingfüllung und natürlich ganz vielen Beeren. Eine perfekte Kombination aus knusprig, cremig und fruchtig. Einfach ideal für den Sommer. Dazu ist er auch noch ganz einfach und schnell gemacht. Die Kollegen von meinem Mann waren total begeistert von diesem Kuchen und jetzt seid ihr dran. Also, lasst uns direkt loslegen. Erst wird der knusprige Boden zubereitet und dafür brauchst du 100 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, ein Ei, 100 Gramm Mehl, auch 100 Gramm Haferflocken und eine Teelöffel Backpulver. Erst wird das weiche Butter mit Zucker cremig geschlagen und ich habe was vergessen, eine kleine Prise Salz und mit dem Mixer etwa eine Minute cremig schlagen. Dann noch das Ei dazugeben und kurz weiterschlagen, bis es gut vermischt ist. Und dann gibst du noch die restlichen Zutaten dazu, also die Trockenzutaten. Erst Mehl und Backpulver durch ein Sieb dazugeben und dann noch die Haferflocken und mit dem Mixer kurz weitermixen. Also nur ganz kurz weitermixen, bis es fast vermischt ist und dann noch mit dem Spatel weiterrühren, um sicherzustellen, dass im Teig keine trockenen Stellen gibt. Dann brauchst du noch deine Backform. Ich verwende so eine Tartform, bei der man den Boden so entfernen kann. Dann ist es ganz einfach, den Kuchen aus der Form zu bekommen, aber du kannst auch eine oder jede andere Kuchenform für den Kuchen verwenden und jetzt den Form richtig gut einfetten. So bleibt dann auch nichts kleben. Und dann das Teig in die Backform geben. Und jetzt formen wir den Boden mit den Händen und weil es ein sehr weicher Teig ist, brauchst du dafür noch etwas Mehl und einfach mit Mehl dann den Boden formen, gleichmäßig verteilen und immer wenn es klebt, etwas Mehl nehmen und dann klebt es nicht mehr. Und wichtig ist, dass du in die Richtung der Ränder etwas großzügig verteilst, weil wir auch noch die Ränder daraus formen. Den fertigen Boden lege ich kurz ins Kühlschrank für die Zeit, die ich für die Füllung brauche. Für die Füllung brauchst du 500 Gramm Skür, Quark oder Schmand. Ich mache den Kuchen gerne mit Skür, aber du kannst auch Quark oder Schmand anstatt nehmen. Dann brauchst du ein Ei, 100 Gramm Zucker, eine Packung Vanillepudding, Prise Salz und etwa 200 bis 300 Gramm frische Johannisbeeren. Für die Füllung gibst du alle Zutaten in eine große Schüssel und dann Skür, Zucker, Puddingpulver, kleine Prise Salz und das Ei und dann mit dem Mixer kurz cremig schlagen. Und dann mag ich das auch noch mit dem Spatel kurz mixen, um zu sehen, dass alles schön vermischt ist. Und dann noch die Beeren vorbereiten, kurz abwaschen, danach das Grüne entfernen und ganz leicht trocknen. Jetzt können wir schon den Boden aus dem Kühlschrank holen. So, den lege ich dann direkt auf einem Backblech und dann kommt mein cremiger Käsekuchen Puddingfüllung da drauf und schön gleichmäßig verteilen und zum Schluss noch die Beeren auf das Kuchen verteilen. Und jetzt ist mein Kuchen für den Backofen bereit. Schaut es euch an, wie schön es schon aussieht. Und den Kuchen bei vorgeheiztem Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze auf der unteren Schiene 45 Minuten backen lassen. Nach dem Backen den Ofen ausmachen, den Tür leicht öffnen und den Kuchen noch 30 Minuten im Backofen lassen. Danach aus dem Backofen holen und
vor dem Servieren vollständig abkühlen lassen. Ihr Lieben, der Kuchen ist jetzt fertig und es duftet richtig lecker und schaut euch das an, wie schön es aussieht. So richtig viele Johannisbeeren und jetzt muss er nur noch abkühlen. Ich mag den Kuchen am besten über Nacht abkühlen lassen, also jetzt erst bei Zimmertemperatur und danach noch im Kühlschrank. Dann bekommt man den Kuchen auch ganz einfach aus der Backform. Diesen Kuchen kannst du natürlich auch nicht nur mit Johannisbeeren backen, sondern auch mit anderen Beeren oder auch Früchten. Und wenn es gerade nicht Saison ist, also ich habe richtig viele Johannisbeeren dieses Jahr aus unserem Garten geerntet und Teile von diesen Beeren habe ich auch eingefroren und ich werde dann außerhalb der Saison, also jetzt gerade wenn es die Beeren frisch gibt, dann nehme ich gerne auch die frischen Beeren, aber wenn die Saison vorbei ist, dann kann ich diesen Kuchen wieder backen und die gefrorene Beeren dafür verwenden. Dann ist es nur wichtig, die Beeren nicht im Voraus auftauen, sondern direkt so eingefroren auf den Kuchen geben. Wie gesagt, die Kollegen von meinem Mann waren total begeistert von diesem Kuchen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen und deswegen bekommen die auch den Kuchen morgen und können noch ein Stück davon genießen. Wem würdest du am liebsten diesen Johannisbeerkuchen backen? Schreib mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, mein ganz einfaches Johannisbeerkuchen-Rezept hat dir gefallen und wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.